Am nächsten Tag fuhr ich mit David in die Vorschule. Ängstlich zusammengekauert saß er neben mir im Wagen. Es war offensichtlich, dass er Angst hatte, wieder an einen Ort gebracht zu werden, der ihm völlig fremd war. Er wurde gleich in eine Klasse mit 8 weiteren Kindern aufgenommen. Und von nun an sollte ihn ein kleiner Schulbus jeden Morgen von zu Hause abholen und nach dem Unterricht wieder zurückbringen. Das war schlimm für ihn. Er wollte um keinen Preis in diesen Bus einsteigen. Seine Angst, er werde nicht wieder zurückkommen, war unbeschreiblich. Also blieb mir nichts anderes übrig, als ihn in der ersten Zeit zu begleiten und während des Unterrichts im Schulflur auf ihn zu warten. Auf dem Rückweg im Bus sprach ich dann immer beruhigend auf ihn ein und erklärte ihm, dass er jeden Tag zu uns zurückgebracht werden würde. Aber es nutzte nichts. Am nächsten Morgen kullerten erneut die Tränen und ich fuhr wieder mit ihm mit. Nachdem ich ihn ein paar Tage begleitet hatte, sagte ich eines Morgens zu ihm: Heute werde ich nicht mehr mit in die Vorschule fahren. Ich werde hier auf dich warten, bis du wieder zurückkommst. Und ich sprach weiter tröstend auf ihn ein und beteuerte: David, wir haben dich sehr lieb, darum brauchst du keine Angst zu haben, dass du nicht wieder hergebracht wirst. Doch er begann zu weinen und schaute mich unter Tränen verstört an. Genauso sah er uns auch immer an, sobald wir etwas Liebes zu ihm gesagt hatten, denn unsere Herzlichkeit begegnete er stets mit abgrundtiefem Misstrauen. Nach einer Weile putzte er sich die Nase, beruhigte sich etwas und schluchzte, während ich mich unbeschreiblich elend fühlte. Ich will ja tapfer sein. Diesmal gab ich nicht nach, denn ich wusste, dass ich ihn sonst bis zum Ende des Schuljahrs jeden Tag begleiten müsste. Schließlich stieg er weinend ein, setzte sich ans Fenster und winkte traurig, bis er nicht mehr zu sehen war. Von da an musste ich nicht mehr mitfahren. Aber solange er die Vorschule besuchte, ließ David sich nur mit guten Zureden in den Bus nötigen. Seine Angst war stets präsent und hatte sich in den wenigen Wochen, die er nun bei uns war, verständlicherweise noch nicht verringert. Um ihm eine Freude zu machen, erlaubte ich ihm für den darauffolgenden Sonntag das Mittagessen zu bestimmen. »Ich wünsche mir Fleisch«, erklärte er stolz, nachdem er eine Weile nachgedacht hatte. »Und ganz viel Soße«, zählte er weiter auf. »Und hinterher Eis mit Sahne«, beendete er mit wichtiger Miene seinen Menüvorschlag. Während David anfangs kaum etwas gegessen hatte, schlang er nun alles, was auf den Tisch kam, hastig hinunter. Diese hastige Art zu essen behielt er bei, und seine Angst, dass ihm jemand etwas wegessen konnte, verlor sich erst nach vielen Jahren. Obwohl ich von anderen Pflegeeltern gehört hatte, dass das völlig normal sei, bat ich ihn immer wieder aufs Neue, doch langsamer zu essen. Nachdem auch wir Davids gut ausgewähltes Menü aufgegessen hatten, schlug Frank vor, einen Ausflug zu einer der vielen nahegelegenen Burgen in unserer Umgebung zu unternehmen. So machten wir uns auf den Weg. Beide Jungs trugen die gleichen hellgrünen Niki-Pullover und sahen aus wie Zwillinge. Kaum waren wir losgefahren, erbrach David das komplette Mittagessen auf dem Autositz. Ich hatte meine liebe Not, das Kind und die Polster mit Papiertaschentüchern wenigstens notdürftig wieder zu reinigen. »Tut mir leid«, stammelte David, worauf wir ihm beteuerten, dass es nicht schlimm sei, denn wir kannten ja die Ursache seiner Übelkeit. Am Ziel angekommen, besichtigten wir als erstes die Umgebung der Burg und kletterten anschließend die vielen Steinstufen hinauf, um den herrlichen Ausblick in die Ferne zu genießen. Und während die Jungen ausgelassen von oben herunterspuckten, erklärte Frank ihnen den geschichtlichen Hintergrund der Burganlage. Von der Limonade, die wir später an einem Kiosk tranken, konnte David gar nicht genug bekommen. Als die Dämmerung hereinbrach, machten wir uns auf den Heimweg. Wir waren noch nicht lange unterwegs, als David dringend zur Toilette musste. Frank hielt an einem Parkplatz. Doch obwohl weit und breit niemand zu sehen war, wollte David plötzlich nicht aussteigen. »Ich denke, du musst mal«, sagte ich drängend, während er herumdruckste und im Auto sitzen blieb. Ratlos schauten wir uns an, als er mit leiser Stimme sagte: »Kann ich den Autoschlüssel haben?« Frank reagierte intuitiv richtig und drückte David den Schlüssel in die Hand. Anscheinend beruhigt stieg er daraufhin aus und stand klein und zerbrechlich am Rande des Parkplatzes, während er sich den Schlüssel fest umklammernd erleichterte. Auf der Weiterfahrt kletterte er plötzlich auf meinen Schoß und drückte sich dicht an mich. Und ich fragte ihn: »Hattest du Angst, wir würden ohne dich wegfahren?« Zu meiner Erschütterung nickte der kleine Junge stumm mit dem Kopf, und ich dachte, bei seinen Erfahrungen ist es wohl auch nicht verwunderlich, dass er denkt, wir würden ihn auf einem Parkplatz in der Dunkelheit alleine zurücklassen. Als er abends im Bett lag, umarmte er uns dann der Reihe nach und sagte: »Das war der schönste Tag in meinem Leben.«
Von nun an sagte er das täglich, und es hatte den Anschein, dass er begann, etwas Vertrauen aufzubauen. Seine Mutter war in der ersten Woche nicht erschienen und kam auch nicht zum zweiten vereinbarten Termin. Ich hatte es zwar nicht anders erwartet, war aber dennoch ziemlich enttäuscht, weil ich begriffen hatte, wie wichtig der Kontakt zur Mutter für Davids weitere Entwicklung war. Der Junge schien allerdings nicht sonderlich traurig darüber zu sein. Man konnte ihm nichts Ungewöhnliches anmerken. Stattdessen wurde er von Tag zu Tag aufgeschlossener, sprang fröhlich im Haus herum und summte dabei ständig vor sich hin. Als seine Mutter auch zu den weiteren Terminen nicht auftauchte, rief ich kurzerhand bei ihr an und drückte David den Hörer in die Hand. »Ich will hier bleiben«, war das Erste, was aus ihm heraussprudelte. Anschließend erzählte er ihr von seinen Erlebnissen, dem Ausflug zur Burg und seiner Aufnahme in die Vorschule. Als seine Mutter ihm versprach, ihn bald zu besuchen, legte er rasch auf und gab mir keine Gelegenheit, noch einmal mit ihr zu sprechen. Von nun an verging kein Tag mehr, an dem David nicht davon sprach, für immer bei uns bleiben zu wollen. »Du bist stark, du kannst mich beschützen«, sagte er eines Tages zu Frank und schlug eifrig vor, »du musst ein Loch graben im Garten und mich, sobald sie kommen und mich holen wollen, darin verstecken.« Sie kamen am nächsten Samstag. Nicht das Jugendamt, sondern seine Familie aus Bayern, denn David besaß eine ganz normale Verwandtschaft, von deren Existenz wir bisher nichts gewusst hatten. Vor unserer Haustür stand neben Davids Mutter seine Großmutter, Paulas Mutter, eine hübsche, rundliche Blondine, etwa 50 Jahre alt, die sich uns als Oma Teschle vorstellte, weil sie mit Nachnamen Tasche hieß. Dann Davids Onkel Walter, Paulas Bruder, von Beruf Metzger, und seine spindeldürre, schmallippige Frau. Außerdem noch Davids kleine Schwester Jennifer, knapp 2 Jahre alt, die ihrem großen Bruder sehr ähnlich sah. Niedlich und hübsch schaute sie aus mit ihren blonden Zöpfen, die von pinkfarbenen Plastikkirschen zusammengehalten wurden. Ich war wie vor den Kopf gestoßen, während Frank irritiert die Augenbrauen nach oben zog. Wir baten sie herein und als erstes erklärte uns die Großmutter, wie sie sich aufgeregt habe, als sie erfuhr, dass David bei Fremden untergebracht sei. Sie sei entsetzt gewesen, teilte sie uns empört mit und sagte, dass sie nun einmal nachschauen wollte, was wir denn für Leute seien. Aufs Äußerste besorgt übernahm Onkel Walter das Wort und fragte uns nach Alter, Beruf und Herkunft aus. Dabei trieb er es schlimmer als das Jugendamt. Obendrein äußerte er offen, dass er über das Verhalten seiner Schwester ungehalten sei. Im Gegensatz zu Frank war ich von so viel Verantwortungsbewusstsein beeindruckt. Paula, wie bei ihrem ersten Besuch, war völlig in sich gekehrt und sprach kein Wort, während David sich demonstrativ auf meinen Schoß setzte. Ich schickte die Kinder in den Garten zum Spielen, wobei mir auffiel, dass Jenny offensichtlich gar nicht begriff, dass ihr Bruder nun in einer anderen Familie lebte. Um Haltung bemüht, deckte ich den Kaffeetisch, während meine Gedanken in meinem Kopf Karussell fuhren. Sicherlich werden sie ihn jetzt mitnehmen, dachte ich. Diese Leute werden ihr eigen Fleisch und Blut nie und nimmer bei wildfremden Menschen lassen. Der kinderlose Onkel und seine Frau würden sich bestimmt um David reißen. Außerdem war die Großmutter ja noch jung und sie alle lebten in gesicherten Verhältnissen. Mir wurde schwindlig vor Angst und Ungewissheit, während mir die Großmutter hinter vorgehaltener Hand erzählte, dass ihre Tochter im Alter von 15 Jahren versucht habe, sich umzubringen. Sie lamentierte weiter, dass Paula stets ein schwieriges Kind gewesen sei und betonte, früher genauso wie heute. Ich erfuhr, dass die Mutter keinen Zugang zu ihrer Tochter finden könnte, inzwischen aber resigniert habe und es nun so nehme, wie es komme. Zu ihr nach Bayern wolle Paula auch nicht, sagte sie und zuckte dabei die Achseln. Ich schicke ihr regelmäßig Geld, murmelte sie und flüsterte, mein früherer Mann, der Vater von Paula, hat sich zu Tode getrunken. Laut fügte sie hinzu, ich bin zum 2. Mal verheiratet, glücklich verheiratet. Ich kann mich schließlich nicht um alles kümmern. Im Laufe des Nachmittags änderte sich die strenge Haltung der bayerischen Verwandtschaft jedoch und Onkel Walter lobte plötzlich unsere christliche Nächstenliebe, wobei er pathetisch sagte, das macht nicht jeder, ein fremdes Kind zu sich zu nehmen. Und er erklärte, dass sein Neffe bei uns doch allem Anschein nach sehr gut aufgehoben sei. Kurz darauf forderte er Mutter, Schwester und Frau zur Heimreise auf. Rasch wurde David umarmt und geküsst, während die Oma beiden Jungen einen Geldschein zusteckte. Dabei weinte sie Krokodilstränen und presste ihren Enkel an ihren mächtigen Busen.
Danach stieg die Familie wieder in ihren großen Wagen, winkte freundlich und fuhr davon. Von Onkel und Tante haben wir nie wieder etwas gehört, außer dass sie bald eigene Kinder bekommen haben. Die Großmutter schickte David von nun an regelmäßig zum Geburtstag und auch zu Weihnachten eine Glückwunschkarte, in der ein Geldschein lag. Hin und wieder rief sie an und fragte nach dem Wohlergehen ihres Enkels. Doch ich merkte bald, dass ihr Interesse nur geheuchelt war. Und nach einiger Zeit ließ sie auch die Anrufe sein. Sie wollte ihren Enkel im Übrigen um keinen Preis der Welt noch einmal sehen. Jahre später, als es David nicht gut ging, äußerte er einmal die Bitte, Oma Teschle in Bayern besuchen zu dürfen. Sie lehnte es mit der Begründung ab, dass sie ein schweres Leben habe und keinerlei Aufregung vertragen könne. Außerdem sei der Junge für ihren Mann eine Zumutung. Ich habe sie damals inständig gebeten und ihr erklärt, wie wichtig für David der Kontakt zu seinen Blutsverwandten sei. Aber sie ließ sich nicht erweichen. Es blieb bei ihrem kategorischen Nein. Ihr Verhalten ist mir bis heute nach wie vor völlig unbegreiflich. Aber so langsam verstand ich, warum Paula eine gebrochene Persönlichkeit war. Die Ursache dafür lag wohl eindeutig in ihrer Kindheit begraben. Einige Tage nach dem Besuch der Familie, schon früh am Morgen, rief Frau Lugmann an. Anfangs sprach sie über das Wetter, danach fragte sie nach Davids Befinden und kam schließlich auf den Punkt. Paula habe den Wunsch geäußert, Jennifer zu uns zu geben, denn sie fühle sich auch mit der kleinen Tochter überfordert. Mir wurde heiß und kalt, denn von einem kleinen Mädchen mit blonden Zöpfen hatte ich ja immer geträumt. Aber ich wunderte mich schon über das Ansinnen der Sozialarbeiterin, denn schließlich hatte sie bei ihrer ersten Besichtigung unser Haus mit den Schlafräumen im Souterrain für 2 Kinder als völlig unpassend empfunden. Und nun sollten wir noch ein 3. Kind aufnehmen? Die häuslichen Gegebenheiten schienen anscheinend inzwischen keine Rolle mehr zu spielen. Ich war unschlüssig und die Gedanken überschlugen sich in meinem Kopf. Würde ich der Belastung durch 3 Kinder überhaupt gewachsen sein? Als ich Frank mit dem Vorschlag des Jugendamts konfrontierte, hielt sich seine Begeisterung in Grenzen. Und kurz darauf nahm uns Konstantin die Entscheidung ab. »Wenn ihr das macht«, brüllte er, »ziehe ich sofort aus.« Und er schrie weiter, »David will das auch nicht.« Und so lehnten wir ab. Thorsten und Dora hingegen warteten nur darauf, die kleine Jenny zu sich nehmen zu können und kamen so zu ihrem 2. Mädchen, weshalb wir uns von nun an alle irgendwie miteinander verwandt fühlten. Beim nächsten Pflegeelternkreis platzten die frisch gebackenen Eltern beinahe vor Stolz. Doras Augen strahlten, als sie sagte, wir haben jetzt 2 Mädchen. Und als wir uns später verabschiedeten, hielten sich Dora und Thorsten glücklich an den Händen, denn nun war auch ihr größter Wunsch in Erfüllung gegangen. Der Sommer war fast vorüber, aber es war noch richtig heiß und darum trafen Dora und ich uns an einem wunderschönen Spätsommertag mit unseren Kindern in einem Waldschwimmbad. Der blaue Himmel, dazu das türkisfarbene Wasser im Becken und die strahlende Sonne machten uns allen gute Laune. Wir breiteten karierte Decken auf der Wiese aus, stellten unsere Kühltaschen daneben und waren einfach nur 2 glückliche Mütter, die ihren 4 Kindern zuschauten. Jenny und David waren bisher noch nie in einem Schwimmbad gewesen, jedenfalls konnten sie sich nicht daran erinnern. Während Marie und Konstantin beide gute Schwimmer waren, mussten es die beiden anderen erst noch lernen. Die kleine Jenny wich nicht von Doras Seite, rief andauernd »Mama, Mama« und kletterte auf ihren Schoß, wobei sie sich eng an ihre neue Mutter schmiegte. Mein Blick fiel auf David, dem das Verhalten seiner Schwester augenscheinlich unheimlich war. Er schwieg, doch in seiner Haltung spiegelte sich Unverständnis, wenn nicht gar Entsetzen wider. Es war einfach zu viel für ihn. Wir verstanden, dass der Junge in dieser veränderten Situation sich nicht zurechtfand. Vor kurzem hatte er mit seiner Schwester noch bei seiner Mutter gelebt. Nun sagte sie zu einer wildfremden Frau Mama. Und selbst wenn sie kein schönes Familienleben gehabt hatten, so war es doch ihr Zuhause gewesen. Da waren sie geboren, dort war bisher ihre Welt und die war nun zerbrochen. David nannte Frank und mich bei unseren Vornamen, aber auch von seiner Mutter sprach er nur noch als Paula. Er sagte Paula, wie die Amerikaner es tun. Als ich ihn einmal nach dem Grund dafür fragte, antwortete er mir, die Männer, die bei uns gewohnt haben, die redeten so. Außer einer Einladung zu einem Jugendherbergswochenende bekamen wir keinerlei Informationen vom Jugendamt. Vom Stand der Verhandlungen mit dem amerikanischen Vater, von David oder von der Ankündigung eines Besuchs erfuhren wir nichts. Aber wir schoben die drückenden Gedanken an einen baldigen Abschied von David beiseite und machten uns auf den Weg zur Jugendherberge. Abends saßen wir frisch gebackenen Eltern, Dora, Thorsten,
mit Thora und Thorsten zusammen redeten über unseren Familienzuwachs und fühlten uns dabei wie die glücklichsten Menschen der Welt. Endlich gehörten auch wir zu den privilegierten Pflegeeltern, die ein Kind bekommen hatten. Unsere Kinder verstanden sich prächtig und tobten, während wir die üblichen Rollenspiele absolvierten, ausgelassen über das Gelände der Jugendherberge. Am nächsten Morgen, kurz vor Beendigung des Seminars, kam es zu einem Ereignis, das wir alle nicht deuten konnten. Das auf mich unseriös und ungepflegt wirkende Pflegeelternpaar hatte eine in der Pubertät steckende Pflegetochter. Die Mutter saß weinend im Stuhlkreis, während der Vater verstockt unter sich schaute. Das Wort Missbrauch hing im Raum. Aber all unseren Fragen wichen die Psychologen und die Jugendamtsbetreuer aus. Unsere Zusammenkunft wurde jäh unterbrochen und die Damen verschwanden mit den Pflegeeltern und dem verweinten Mädchen in einem anderen Raum und schlossen die Tür. Als ich später Frau Lugmann fragte, was denn passiert sei, gab sie mir barsch zur Antwort, das muss sie nicht interessieren. Am Nachmittag standen unsere beiden Familien kurz vor der Abfahrt auf dem Parkplatz der Jugendherberge und verstauten das Gepäck im Kofferraum. Unsere Kinder sprangen ausgelassen um uns herum und schrien übermütig, wir wollen alle zusammen in einem Auto fahren. Schon kletterte David und Jenny in Thorstens Wagen, woraufhin Marie und Konstantin ihnen rasch folgten. Frank und ich waren schon lange zu Hause angekommen und begannen uns Sorgen zu machen, als Thorsten endlich vor unserem Haus hielt und die beiden Jungen ablieferte. Die Autobahn war wegen eines Unfalls gesperrt, erklärte er. Wir mussten mehrere Umwege fahren. Er nahm mich beiseite und fügte hinzu, leider durch Jennys und Davids Heimatstadt, wo ihre Mutter wohnt. Ein wenig unwohl war mir schon bei dieser Mitteilung, aber ich dachte nicht weiter darüber nach. In der darauffolgenden Nacht wurde ich von Davids Stöhnen geweckt, der seinen völlig nass geschwitzten Körper unruhig im Bett hin und her wälzte. Seine Stirn glühte vor Fieber. Das Kopfkissen war so feucht, als habe es im Regen gelegen. Ich maß seine Temperatur und erschrak heftig, denn das Thermometer zeigte knapp 40 Grad. Um das Fieber zu senken, begann ich sofort, feuchte Handtücher um Davids Waden zu wickeln. Aber als die Temperatur weiter unverändert hoch blieb, rief Frank unseren Hausarzt Dr. Heuberg an, der auch sofort kam und David gründlich untersuchte. Aber er konnte keinen Infekt oder etwas anderes finden, das auf eine körperliche Erkrankung hingewiesen hätte. Es sind die Nerven, das ist seelisch bedingt, diagnostizierte er ernst und fragte, ist in den letzten Tagen irgendwas Besonderes vorgefallen? Nein, antwortete ich rasch, aber gleichzeitig fiel mir die Rückfahrt von der Jugendherberge ein, die durch Davids Heimatstadt geführt hatte, was vielleicht eine zu große Belastung für den Jungen gewesen war. Der Arzt spritzte David ein leichtes Beruhigungsmittel und alsbald ging das Fieber herunter. Der Junge wurde ruhiger und schien sich besser zu fühlen. Nachdem ich sein Bett frisch bezogen hatte, schlief er die restliche Nacht tief und fest, und am nächsten Morgen war ihm von seinem nächtlichen Unwohlsein nichts mehr anzumerken.